Lieben, ich bin gerade in Köln im Botanischen Garten. Eine krass schöne Anlage. Und ich versuche wieder etwas zu Atem zu kommen. Hatte jetzt eben ein Meeting mit meinen Kollegen vom Beyond Storytelling Netzwerk und wir haben an neuen Formaten für 2025 und 2026 gearbeitet. Und für die, die uns kennen, ihr dürft euch freuen, da kommt was. Aber mehr will ich gar noch nicht verraten. Das erfahrt ihr dann noch früh genug. Aber ich möchte euch heute gerne zwei Menschen aus diesem Netzwerk vorstellen, den Michael Müller und die Anna-Laura Lemke. Die haben nämlich je ein Buch geschrieben. Und weil ja schon bald Weihnachten ist, wäre das beispielsweise eine perfekte Buchempfehlung für unter den Weihnachtsbaum. Wer dann unbedingt noch so einen Baum braucht, die armen Bäume. Gut, und ich hätte vorgeschlagen, wir fangen gleich mal mit Anna-Laura Lemke an. Story Listening. Und Story Listening ist eben nicht nur ein Audiobook zu hören oder Großmutters Grimm-Geschichten, Gute Nacht Grimm-Geschichten, sondern Story Listening ist möglicherweise viel, viel mehr und der Schlüssel auch zu Unternehmenserfolg. Anna-Laura, was ist Story Listening? Story Listening ist für mich irgendwo zu verorten zwischen Haltung und Methode. Weil wir brauchen erstmal eine Haltung, dass wir wirklich neugierig aufs Gegenüber sind und irgendetwas besser verstehen wollen. Und die Art und Weise, über unser Gegenüber oder auch über Gesellschaften etwas besser zu verstehen, ist ihnen zuzuhören. Und den Zugang dazu finden wir, indem dass wir die Personen und Gruppen nach ihren Erfahrungen oder Geschichten fragen. Und im Prinzip, das ist Story Listening. Auf die Geschichten zu hören, die ohnehin draußen sind und die uns etwas darüber erzählen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Was gewinne ich denn, außer dass ich noch mehr Geschichten höre, in einer Welt, die schon übervoll mit Geschichten ist? Oder gibt es da noch eine Differenzierung? Nimm so ein Beispiel wie eine Unternehmenskultur. Du merkst, es knirscht und knackst und du kommst mit deiner nächsten großen Change-Theorie daher oder sonst was, aber es funktioniert nicht. Du willst also verstehen, warum hakt es, warum werden die Mitarbeitenden nicht mitgezogen. Und dann könntest du zum Beispiel hingehen und sie nach ihren konkreten Erfahrungen in diesem Kontext fragen. Und daraus kannst du lernen, was sie eigentlich brauchen, was sie motiviert und daraus eben konkrete Handlungsschritte abziehen. Ja, und ohne dir jetzt Stichworte zu liefern, also bei Story Listening geht es weniger darum, die Leute Geschichten erzählen zu lassen und dann zuzuhören, sondern quasi eigentlich Erfahrungen abzuholen, Perspektiven zu integrieren, um dann besser Bescheid zu wissen, weshalb die Dinge sind, wie sie sind. Habe ich das richtig verstanden? Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Also es geht auch mehr tatsächlich um die Fragen, die wir einander stellen und die Räume, die wir öffnen, dass dort die Erfahrungen und Geschichten geteilt werden können. Und eben anders als im klassischen Storytelling, wo wir auf der Suche sind, bestmöglich Geschichten zu erzählen, gegebenenfalls sogar zu erfinden, geht es hier darum, anzureichern, auf das zurückzugehen, was tatsächlich schon da ist und gehört werden möchte. Ja. Gibt es eine bestmögliche Art, Geschichten zuzuhören, respektive Erfahrungsgeschichten zuzuhören? Es braucht vor allen Dingen diese radikale Neugier, da zu bleiben und zuzuhören und die Bedeutung dieser Geschichten nicht aufzuspringen und zu sagen, ha, ich weiß, was du mir erzählst, das kenne ich ja, und da sind wir menschlich. Also natürlich gehen wir in Resonanz und es spricht uns an und wir wollen darauf reagieren. Und sich an der Stelle einen Schritt zurückzunehmen und den anderen gegebenenfalls zu fragen, ja, aber was bedeutet für dich denn diese Geschichte? Du, der sie mir teilt, was genau steckt dahinter? Und nicht mit meinen eigenen Urteilen, Bemerkungen oder Sensemaking, wie wir gerne sagen, zu kommen, sondern die wirklich bei dem zu lassen, der die Geschichte auch erzählt. Ja. Radikale Neugier. Story Listening von Anna-Laura Lemke. Und ihr seht, ich habe es mittlerweile auf den ICE nach Basel geschafft. Der Zug ist sogar pünktlich. So macht auch Bahnfahren in Deutschland wieder Spaß. Also danke, liebe Deutsche Bahn. Und um Spaß, oder genauer gesagt um Leichtigkeit, geht es auch im nächsten Buch von der Christine Erlach und dem Michael Müller. Und wie genau das funktioniert, auch im Unternehmenskontext, das erzählt uns jetzt der Michael gleich direkt. In unserem neuen Buch In Aktanz gehen geht es darum, wie kann man mehr Leichtigkeit in den eigenen Arbeitsalltag, in Unternehmen, in Organisationen und auch in die Gesellschaft bringen. Denn mit mehr Leichtigkeit werden alle Prozesse besser und effizienter und wir kommen auf neue Ideen. Aus der Leichtigkeit, aus der Schwere kommen wir nicht auf neue Ideen. Und das ist gedacht für jeden, für Unternehmen und auch für Leute, die an der Gesellschaft was verändern wollen. Ja. Das Buch heißt ja Aktanz, Störnarrative loswerden. Beides sagt mir überhaupt nichts. Also Aktanz, was ist das und was ist ein Störnarrativ?
Ja, Aktanz ist ein Wort, das Christine Erlach und ich gewissermaßen gefunden oder erfunden haben, um das zu beschreiben, was so dieses Experimentierfeld und dieser Prozess ist, den wir da beschreiben, hin zu mehr Leichtigkeit. Und einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Leichtigkeit ist, sich mit den eigenen Störnarrativen auseinanderzusetzen. Störnarrative sind gewissermaßen Glaubenssätze, die uns behindern. Zum Beispiel den persönlichen, ich kann eigentlich überhaupt nicht präsentieren. Das kann so ein Störnarrativ sein, das sich ganz tief in uns eingewurzelt hat. Aber wir können ja mal ausprobieren, vielleicht kann ich ja doch präsentieren in bestimmten anderen Kontexten. Oder in Unternehmen, Menschen arbeiten nur gut, wenn man ihnen Druck macht, ist so ein typisches Menschenbild als Störnarrativ in Unternehmen. Man glaubt nicht an die intrinsische Motivation von Mitarbeitenden. Und damit zu experimentieren und diese Störnarrative ein Stück weit aufzulösen, wir sagen auch ins Fließen bringen, das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, in Aktanz zu gehen. Ja. Ich merke gerade, Leichtigkeit gefällt mir, aber ich bin ja auch selbstständig. Zuerst muss ich mal richtig hart arbeiten, weil von nichts kommt nichts. Obwohl ich Leichtigkeit gerne habe, kenne ich doch auch die Realität des Arbeitslebens. Da ist man gefordert, man muss leisten. Es ist eigentlich ein Luxusbuch, was ihr da anbietet, für die, die dann noch Zeit haben, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Oder ist das eben jetzt auch schon ein Störnarrativ? Das ist absolut ein Störnarrativ, das auch tief in unserer Gesellschaft drinsteckt, dass nur etwas, was Schweiß und Tränen kostet, was wert ist, und Leistung bemisst sich immer daran, wie stark ich mich anstrenge, und Führungskräfte haben 16-Stunden-Tage, nur dann sind sie was wert. Mit Leichtigkeit wird alles effizienter, alle Prozesse werden effizienter und man leistet genauso viel. Wir laden alle, die dieses Buch lesen, dazu ein, einfach mal zu experimentieren damit, wie kann man mit Leichtigkeit mehr Dinge machen und ohne sich dauernd von Störnarrativen aufhalten zu lassen. In Aktanz gehen, wie man hinderliche Geschichten los wird, damit wieder mehr Leichtigkeit ins Privat- und ins Berufsleben einziehen kann. Dieses Buch habe ich mir vorgenommen für über Weihnachten, Neujahr, weil ja, ich hätte auch gerne mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Zurzeit mache ich mir wirklich arge Sorgen, wohin die Reise im 2025 wohl gehen wird, global gesehen. Und nochmal das Buch von Anna-Laura Lemke, Story Listening. Ganz wichtig für Menschen, die gerade jetzt in einen Strategieprozess gehen. Viele Führungsverantwortliche integrieren weder die Perspektive noch das Erfahrungswissen ihrer Mitarbeitenden in solche Strategieprozesse. Und das ist schon beinahe sträflich. Das sind low-hanging fruits. Niemand weiß besser über Kundinnen und Kunden Bescheid als die Mitarbeitenden an der Front. Und nicht nur über Kundinnen und Kunden, sondern auch über interne Prozesse. Und dieses Wissen nicht abzurufen, ist wirklich sträflich. Und mit abzurufen meine ich nicht eine jährliche mitarbeitende Befragung mit quantitativen Fragen, sondern ich meine qualitative Fragen. Story Listening. Aber genug der Worte für heute. Ich wünsche euch jetzt einen ganz sanften Rutsch ins neue Jahr. Kommt in eure Mitte, kommt in eure Kraft, denn die werden wir benötigen. Ich glaube, es braucht jetzt wirklich jeden Mann und jede Frau an Deck, um dieses große Schiff, das wir gemeinsam bewohnen und mit dem wir unterwegs sind, durch alle Fährnisse, Untiefen und Stürme hindurch sicher zu lenken. Ich zähle auf euch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.